Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir einen leckeren Spitzkohlauflauf. Da Kohl ja gerade Saison hat, werde ich jetzt öfter saisonale Rezepte mit Kohl zeigen. Den Spitzkohlauflauf mache ich diesmal mit Wirsing und natürlich mit überbackenem Käse. Ich bin ein absoluter Auflauf-Fan. Ja, dann will ich euch mal nicht weiter auf die Folter spannen und würde sagen, auf geht's! Für das Rezept benötigt ihr folgende Zutaten: Käse nach Wahl, ich habe hier Gouda, Mittelalt und Parmesan genommen, einen Spitzkohl, eine halbe Gemüsezwiebel, 8 Mettwürstchen und Nudeln. Ich habe hier Suppennudeln genommen, da die schnell gar sind und sehr gut zum Gericht passen. Des Weiteren benötigt ihr noch eine Bechamelsoße, die werde ich hier allerdings nicht zeigen, da habe ich schon mal ein Rezept zu gemacht. Das verlinke ich euch dann am Ende des Videos im Abspann. Zuerst bereiten wir den Spitzkohl vor. Dazu schneiden wir das hintere Ende am Strunk ab. Dann entferne ich die äußeren Blätter, da sie welk sind und wir sie nicht mitverwenden wollen. Jetzt zeige ich euch, wie ihr den Spitzkohl am besten schneidet. Einfach in der Mitte halbieren und dann nochmal zum Strunk hin vierteln. Dann könnt ihr die Viertel auf die Seite legen und den Strunk am Ende ganz leicht schräg entfernen. Jetzt könnt ihr den Spitzkohl in ganz dünne, feine Streifen herunterschneiden. Das macht ihr jetzt so mit allen 4 Vierteln. Wenn ihr den Spitzkohl fertig geschnitten habt, dann setzt schon mal das Nudelwasser auf und kocht eure Nudeln vor. Als nächstes schneiden wir die halbe Gemüsezwiebel. Dazu einfach die Zwiebel von ihrer Haut befreien und dann in feine Streifen längs runter schneiden. Wenn ihr zum Ende der Zwiebel kommt, könnt ihr sie noch mal kippen, dann lässt sie sich einfacher schneiden, ohne dass die Finger im Weg sind. Wenn ihr jetzt die Zwiebel in die Hände nehmt und ein bisschen gegeneinander reibt, erhaltet ihr ganz dünne, feine Streifen. Die gebt ihr dann am besten in so eine Schale. Nun schneiden wir noch die Knoblauchzehe. Die schneide ich in ganz feine Würfel. Dazu nehmt ihr die Knoblauchzehe, schneidet sie längs häufig ein und dann in kleine Würfelchen runter. Damit die Würfelchen dann später noch kleiner werden, hacke ich einfach noch einmal mit dem Messer darüber. Die 8 Mettwürstchen schneiden wir jetzt einfach in gleich große Scheiben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diesen Auflauf auch vegetarisch halten, dann lasst ihr die Mettwurst einfach weg. Ihr könntet statt der Mettwurst auch sehr gut Kassler verwenden. Für dieses Rezept könnt ihr eigentlich jede geräucherte Fleischsorte verwenden. Die Mettwurst, die braten wir jetzt ohne Zugabe von Öl in einer heißen Pfanne an. Öl braucht ihr in diesem Fall einfach nicht, da die Wurst fettig genug ist. Die Mettwurst, die braten wir jetzt einfach so von allen Seiten ein bisschen an. Dann lässt sie ihr Öl aus und dann geben wir die Zwiebeln dazu. Die lassen wir jetzt auf jeden Fall erst einmal schön glasig dünsten. Wenn die Wurst gut angebraten und die Zwiebeln schön glasig geworden sind, geben wir den ersten Teil unseres Spitzkohls dazu. Ich gebe erst einmal so ungefähr die Hälfte dazu, denn dann ist die Pfanne schon sehr voll. Spitzkohl mit einem Deckel abdecken, bis er schön eingefallen ist. Danach salzen wir ihn und rühren einmal gut durch. Wenn der Spitzkohl so wie hier schön zusammengefallen ist, dann können wir den Rest aus der Schüssel dazugeben. Auch hier mache ich etwas Salz drüber. Dann decke ich das Ganze mit einem Deckel ab und lasse es erst einmal 10 Minuten vor sich hin köcheln auf niedriger Stufe. Während dieser 10 Minuten solltet ihr schon mal eure Bechamelsoße vorbereiten. Der Spitzkohl ist jetzt nach 10 Minuten sehr schön eingefallen und deutlich weicher geworden. Jetzt würze ich das Ganze erst einmal mit Muskatnuss. Muskatnuss solltet ihr wirklich an jeden Kohl tun. Das schmeckt hervorragend und passt sehr gut.
und etwas Pfeffer. Danach wird das Ganze gut miteinander verrührt, damit sich die Gewürze im Gericht gut verteilen können. Jetzt gebt ihr eure vorgekochten Nudeln in eine Auflaufform. Über die Nudeln verteilen wir dann großzügig unsere Spitzkohlpfanne. Den Spitzkohl und die Mettwürstchen verteilen wir jetzt gleichmäßig mit einem Holzlöffel über die Nudeln. Darüber verteilen wir dann unsere Bechamelsoße. In meinem Fall waren das hier 600 Milliliter. Ich habe sie etwas dicker gemacht, da es für Aufläufe einfach besser passt und es dann hinterher nicht so flüssig wird. Das Rezept für meine Bechamelsoße verlinke ich euch am Ende des Videos im Abspann. Und da es hier ein Auflauf werden soll, benötigt ihr jetzt natürlich noch Käse. Ich habe hier 2 Käsesorten gemischt, und zwar Gouda Mittelalt mit Parmesankäse. Ihr könnt für euren Auflauf natürlich den Käse benutzen, den ihr am liebsten esst. Ich persönlich mische gerne mehrere Käsesorten zusammen, da der Geschmack hinterher deutlich intensiver ist. Den geriebenen Käse verteilen wir jetzt gleichmäßig über dem gesamten Auflauf. Dann kommt der Auflauf in den vorgeheizten Backofen bei ca. 180 Grad Ober- und Unterhitze. Denn hier muss ja nur der Käse schön braun und kross werden, da alle anderen Komponenten ja vorgegart sind. Und so sieht dann das tolle Ergebnis aus. Ein leckerer Spitzkohleintopf mit einer tollen goldgelben Käsekruste. Eine Portion auf einem Teller servieren und das Ganze lecker genießen. Ja, ich hoffe, mein Rezept hat euch heute wieder gefallen. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Tschüss!